Das Thema wollen wir vertiefen. Zugeschaltet aus Jerusalem ist Professor Simon Wolfgang Fuchs. Er ist Professor für Nahoststudien. Schönen guten Morgen, Herr Fuchs. Guten Morgen. Guten Morgen. Erzählen Sie uns mal, wie war tatsächlich Ihre Nacht? Wie haben Sie diese Raketenattacke ja auch auf Jerusalem persönlich erlebt? Ja, der ganze gestrige Tag ab dem Nachmittag war wirklich etwas seltsam, weil plötzlich Beschränkungen erlassen wurden, was Versammlungen im öffentlichen Raum, Schule, Arbeit und so weiter anbelangt. Und dann die Medienberichte, dass ein Angriff unmittelbar davor steht. Aber erstmal ging das Leben ganz normal weiter. Also wir waren da gerade beim Einkaufen auf einem sehr belebten Markt und niemand hat den Anschein gehabt, dass er irgendwie Angst hat. Und dann nach dem Abendessen haben plötzlich unsere Smartphones verrückt gespielt, noch bevor die Sirenen geheult haben. Und wir haben uns als Hausgemeinschaft in unserem Schutzraum versammelt. Und es war erst sehr verwirrend, weil nicht klar war, waren das jetzt Raketen aus dem Libanon oder ist es was Größeres? Und als wir dann wirklich lange dort unten waren, fast 40 Minuten, war klar, das ist jetzt der schon länger erwartete Angriff des Iran. Und das war für Jerusalem auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, weil wir bisher seit dem 7. Oktober so eine lange Zeit in Schutzräumen einfach hier gar nicht hatten. Aber Herr Fuchs, wie unheimlich ist denn diese Situation für die Israelis aktuell? Wir haben ein Kampfgebiet in Gaza, wir haben den Süden Libanons, wir haben jetzt diesen Angriff des Iran. Da mag man sich nicht vorstellen, dass man ja tatsächlich seinen Alltagsgeschäften völlig unbeeindruckt nachgehen kann. Ja, das ist das Faszinierende. Heute Morgen wurden jetzt alle Beschränkungen wieder aufgehoben. Also gestern waren ja so Dinge wie die Strände in Tel Aviv gesperrt. Es gab Beschränkungen für den Zoo in Jerusalem und das wurde alles komplett jetzt wieder aufgehoben. Das Leben kann wieder ganz normal stattfinden und das ist schon immer verrückt. Da muss man sich dran gewöhnen, wie sehr schnell dieser Schalter wieder umgelegt wird und wie stark dann auch diese Resilienz zu beobachten ist. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite nimmt natürlich diese ganze Situation die Leute schon unglaublich mit. Sie sind sehr ausgelaugt. Es geht jetzt schon seit einem Jahr immer wieder neue Horrorszenarien und Eskalationen und es ist einfach kein Ende in Sicht. Und ich glaube, das nimmt psychologisch einfach unglaublich mit, dass man einfach nicht weiß, wann kann man hier mal einen Endpunkt überhaupt ins Auge fassen. Nun hat ja der Iron Dome, das Verteidigungssystem Israels, auch das Militär und natürlich auch die Verbündeten gemeinsam sehr viel abgefangen, das meiste offensichtlich. Und trotz eben hunderter Raketen, die abgefeuert wurden, gab es in Anführungsstrichen nur einen Toten. Wie viel Vertrauen gibt das denn auch den Israelis wieder auch in die eigenen Streitkräfte und in die eigene Wehrfähigkeit? Ja, also ich glaube, da muss man wirklich sagen, die letzten Wochen und Monate haben dieses Blatt sehr stark gewendet. Nach dem 7. Oktober war ja die Kritik groß, die Frage auch, wie konnte das passieren? Und ich denke, es zeigt aber auch, wie stark nicht nur die Streitkräfte sind, aber in den letzten Monaten haben wir auch gesehen, wo einfach Israels Prioritäten einfach auch lagen. Was den Libanon anbelangt, den Iran anbelangt, dann hat man unglaublich gute Geheimdienstberichte und da war der Fokus drauf und es wird immer deutlicher, auf Gaza war einfach kein Fokus, da wurden keine Ressourcen verwendet und das tritt durch gerade diese Erfolge, die wir jetzt auch wieder gesehen haben, sehr stark zutage. Die Spannungen im Nahen Osten, die scheinen, oder was heißt scheinen, sie bestehen weiter. Sie haben von Eskalation gesprochen. Jetzt hat man nach der Mitteilung des Premiers, Ihres Premiers, den Eindruck, da ist auch irgendwie kein Einlenken. Der eine schießt, der andere sagt Vergeltung, dann sagt der andere Vergeltung und man schaukelt sich so hoch. Oder wie wird diese Situation in Israel denn diskutiert? Gibt es da auch Menschen, die sagen, hey, jetzt muss mal irgendwann gut sein, lasst uns mal innehalten? Klar, die gibt es auch, aber ich glaube, die überwiegende Mehrheit auch in der politischen Entscheidungsebene tendiert in eine ganz andere Richtung. Es wird eher so dargestellt, dass jetzt eine nie dagewesene Möglichkeit ist, mal den ganz großen Gegner abzuräumen und wirklich Iran massiv zu schaden. Und ich denke, hier sehe ich die große Gefahr, dass wir jetzt wirklich in den nächsten Tagen noch Angriffe sehen auf Öleinrichtungen, auf vielleicht auch nukleare Einrichtungen des Iran. Es gab ja natürlich auch in der Nacht schon Angriffe wieder in Beirut, wie Sie gezeigt haben, auch im Gazastreifen. Aber ich glaube, diese Möglichkeit oder dieses verführerische Momentum jetzt sozusagen zu nutzen und dem Iran empfindlich zu schaden, wird sehr stark diskutiert. Wie genau könnte Israel dem Iran denn empfindlich schaden? Wie könnte so ein Vergeltungsschlag aussehen, genau? Ich glaube, wir haben jetzt auch in Beirut gesehen, dass Israel natürlich über sehr
bunkerbrechende Munition verfügt, die sehr effektiv eingesetzt werden kann. Wahrscheinlich haben sie auch noch andere Dinge in der Hinterhand. Und das ist jetzt natürlich eben zu diesem Zeitpunkt alles Spekulation, aber zumindest die Rufe auch aus der politischen Führung nach gerade Angriffe auf so strategisch wichtige Einrichtungen des Iran sind unüberhörbar. Und in diese Richtung könnte es auf jeden Fall gehen. Also wie gesagt, Öleinrichtungen oder vielleicht auch die nuklearen Einrichtungen, die auch im ganzen Land verteilt sind und natürlich auch größtenteils unterirdisch angelegt worden sind, um sich genau gegen solche israelischen Angriffe zu schützen. Von iranischer Seite wird natürlich versucht zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Schlussstrich drunter gezogen, wenn man sich das Video anschaut, das die Revolutionsgarden gestern veröffentlicht haben aus dem Kontrollzentrum. Da werden nochmal alle Dinge aufgezählt, die Iran jetzt abgegolten hat. Die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Hamas-Chef in Teheran, von Hassan Nasrallah, auch für Gaza und für jetzt die israelischen Angriffe im Libanon. Also eigentlich wurde damit quasi alles schon beantwortet und von iranischer Seite wäre man jetzt damit sozusagen zufrieden. Aber ich glaube, Israel wird sich jetzt diese strategische Möglichkeit, in der auch wenig Druck besteht von Seiten der USA und anderen europäischen Verbündeten, hier Mäßigungen an den Tag zu legen, also nicht so wie im April, wird sich, glaube ich, diese Chance nicht entgehen lassen. Professor Simon Wolfgang Fuchs, danke Ihnen sehr für dieses Interview und alles Gute nach Jerusalem. Vielen herzlichen Dank, schönen Tag.